Wie ist deine Einstellung zur Körperbehaarung? Oh, Das ist mir eigentlich herzlich egal. Lange nicht mehr gehabt, sag ich mal. Zur Körperbehaarung. Oh, da habe ich rigoros keine Körperbehaarung, auch nicht im Gesicht. Alles ab. Ja. Meine Einstellung zur Körperbehaarung ist eigentlich tolerant, wenn man das so sagen kann. Ich habe selber ja viel Haar und bei anderen Leuten stört es mich halt auch nicht. So. kann jeder machen, was er will. Es ist eher sowas, ich meine, da rede ich mit meinen besten Freundinnen drüber, so, oder mit Freundinnen, aber ja, es ist nicht sowas, wo man die ganze Zeit drüber quatscht. Was machst denn du? Ist das cool? Oh, kann man das auch machen? Hey, und? Hast du einen Busch stehen oder nicht? Also es ist nicht völlig so in der Gesellschaft, dass man sofort drüber redet. Unsere Generation ist die mit, sieh bitte aus wie Barbie. Barbie hat auch keine Intimbehaarung. Aber bei allem, was man so an Medien irgendwie bekommt, also egal ob es jetzt Pornos sind oder Spielfilme oder was auch immer, so sind Haare einfach inexistent. So, es ist eigentlich komisch, weil es bei keiner Frau so ist. Also es ist ja nichts. Es ist ja nicht einfach so. Früher war das immer so, dass man da Haare hat. Auch unter der Achsel meinetwegen. Das gab es gar nicht anders und da hat sich auch keiner drüber lustig gemacht. Das war halt so. Also damals, ich sag mal so, als man so die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht hat, besonders beim Gegenpart, war das dann halt so von wegen alles wirklich glatt rasiert, Hauptsache gar keine Haare am Körper. Ich denke, das ist eine individuelle Entscheidung und das sollte jeder für sich ausmachen. Und ich glaube, der Hype, das in ein Mainstream zu packen, geht eigentlich zu weit, weil er unsere Intimität und Sexualität vorregelt. Und das finde ich unangenehm. Es muss ja von außen kommen, dass ich selber so denke. So. Also es muss ja irgendwo herkommen. Aber trotzdem würde ich sagen, dass ich das so aus mir heraus mache und nicht, weil ich sage, das finden jetzt andere schön an Ja, mir. ja, auf jeden Sondern Fall. es geht irgendwie darum, wie Also- ich mich damit fühle. Ne? Und Aber ich finde, man hat deswegen damit angefangen, weil es irgendwie so ein... Irgendwie haben halt alle angefangen, sich die Beine zu rasieren. Es ist ja eigentlich jeden seine Entscheidung. Aber ich finde es halt einfach. Es sieht eklig aus und. Was nicht, mir gefällt halt nicht. Jeder muss schöne glatte Beine haben ohne Haare. Ich mag das eigentlich nicht, wenn da so ein Busch ist. Wer nicht gerade sehr dunkle Haare hat, blonde oder so, die ich denken, kann das wachsen lassen. Und ich mag das mittlerweile selber nicht. Also wenn ich keine rasierten Beine habe, finde ich das scheiße. Ja, dunkle Haare an den Beinen, sieht schon ein wenig als Frau komisch aus. Ne? Es ist hygienischer, finde ich. Und es ist ästhetischer. Auf jeden Fall. Haare sind ja sehr verbunden mit Hygiene. Und Hygiene ist auch sehr verbunden, vor allem für Frauen, mit Menstruation. Und ich glaube, dass für Frauen die Verbindung Schamhaar, Menstruation steht, auch wenn es vielleicht gar nicht so sehr bewusst ist. Das ist der Ekelpunkt. Also ich glaube, Menstruation wird tatsächlich tabuisiert, Schamhaar momentan eigentlich nicht. Also ist es auf jeden Fall ein Tabu, wenn man als Frau vor allem sich die Achselhaare, glaube ich, stehen lässt. Ja, was heißt Tabuthema? Ich glaube, also ich habe manchmal das Gefühl, da setzt man sich ja dann als Frau eher selber das Tabu. Seit Haare anfangen auf meinem Körper zu wachsen, ist immer so ein Diskurs von, mache ich sie weg? Lasse ich sie da? Lasse ich ein bisschen da? Wenn ja, wie mache ich sie weg? Ist eigentlich natürlich, in meiner Zeit, wo ich jung war, war das eigentlich ganz normal. Und Frauen, Männer alle noch Achselhaare bis zum Bauchnabel. Man hat sich an das gewöhnt, was jetzt ist. Das ist jetzt Normalität. Und was früher Normalität war, ist jetzt unnormal fast. Ich finde es eklig, wenn du dann im Sommer rumläufst und bei den anderen sprießt dir der Busch. Nena, hier, 90er Jahre. Ja. Ein Busch hat man ja nicht drunter. Kann Früher auch haben wir uns sein. alle rasiert und kenne ich keinen, der einen Busch hatte. Nee, 80er Jahre war das. Also bei mir ist alles ab. Ja, genau, dasselbe. Ich finde es eklig. Nina ist ganz schlimm mit ihren Achselbüschen. Das ist eine Erscheinung Mitte 90.
Und da bin ich ja gerade in der Pubertät, also da war ich gerade in der Pubertät. Das ist für mich nichts, was Ekel auslöst oder irgendwie tabubehaftet ist. Es fällt mir aber natürlich auf. Und ich merke, dass in mir drin so eine Beurteilung anfängt. Also in der Achsel möchte man es schon wegmachen. Also in der Achsel ist ja gar nicht mehr schön. Es ist natürlich immer ein bisschen angenehmer, wenn es rasiert ist oder wenn es kurz geschnitten ist, aber es würde mich jetzt nicht so stören, dass ich da mit der Frau trotzdem nicht irgendwie dann die Nacht Spaß haben könnte oder wie auch immer. Also wenn ich das feststellen würde, dass eine Frau Körperbehaarung hat, dann würde ich sie jetzt nicht nach Hause schicken. Deswegen. Mal was anderes, weil heutzutage rasieren sich eben halt alle. Das wäre eigentlich so meine einzige Reaktion darauf, so von wegen, dass ich halt merke, so von wegen, ja. Es sollte schon irgendwo ein bisschen gepflegt sein, natürlich, aber das ist ja bei jedem halt so, dass es irgendwie alles ein bisschen gepflegt sein sollte, aber generell haben wir überhaupt kein Problem damit. Warum auch? Und manche sagen dann so, ja du, ganz ehrlich, Haare sind halt irgendwie natürlich, so, egal an welcher Stelle, so, wo sie halt wachsen, wachsen sie halt. Und manche sind dann so, ja, nee, also so gerade die Intimbehaarung, das ist, also ne, gerade so, ich weiß nicht, gerade... Und selber so einen Busch am Sack, ne? Nee, aber ich habe so das Gefühl, also ich glaube, Männer verstehen weniger, warum man sich die Beine rasiert, weil sie halt denken, also so im Vergleich zu Männern... Sie mich nicht. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich würde ich subtile Anmerkungen machen, aber nicht irgendwie aufdringlich und das ernste Gespräch suchen. Weil ich würde dann schon gerne wissen, wie sie zu den Trends steht, so erstmal grundsätzlich. Also ich weiß nicht, ich finde, jeder sollte das machen, wie er Bock hat, so, ne? Weil das ist dein Körper, dein Tempel, mach. Wenn du da Bock drauf hast, färbst dir grün, blau, schwarz, mir egal. Muss da rein, wer will. Herzchenform oder Strichform. Oder was weiß ich, was dann kommt. Grünfärbung. Blau. Rot. Ich habe auch so das Gefühl, je nachdem, in welchen Kreisen man sich halt auch bewegt, so, es gibt auch da so bei uns jetzt schon so unterschiedliche Moden irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Jetzt angenommen, ich würde so eine Herzform haben wollen, wäre es mir zum Beispiel auch peinlich, da in irgendeinen Salon zu gehen und mich dort hinzulegen und das von jemandem machen zu lassen. Bex hat mir einfach so eine Nachricht geschrieben, ja, ich brauche Hilfe von dir beim Haarefärben. So, soll ich das ja einfach zum Haarefärben? Vorher habe ich voll Bock drauf und dann Bex zurückgeschrieben hat, ja, ey, voll cool, dass du es machst, weil das kann ich auf keinen Fall alleine und irgendwelche anderen Freundinnen haben voll komisch reagiert und waren so, ja, nee, hä, auf gar keinen Fall. Dann habe ich erst so gedacht, so, hä, wieso sollten die da auf? Und dann habe ich so, ach, okay, ja klar, Achselhaare färben. Ja, okay, cool, alles klar. Also, dabei haben wir eigentlich auch nur die ganze Zeit gefeiert, weil es so witzig war und man es irgendwie alles hinkriegen musste. Und da hat sich ja dann auch so gezeigt, bis wohin es irgendwie funktioniert. Also, ich habe die Achselhaare gefärbt und dann war immer noch Farbe übrig. Und dann hat Bex halt gesagt, okay, ja, ich muss auf jeden Fall noch meine Intimbehaarung färben, aber das mache ich selber. Aber ich durfte dann das Endresultat auf jeden Fall sehen. Das ist eine Modeerscheinung, die gerade provozierend sein soll, glaube ich, auch feministisch zu sehen ist. War halt irgendwie vorher schon so Thema im Internet und Tumblr, so was man immer so bezeichnet als Tumblr-Feminismus. Als ich so das erste Mal eine Frau gesehen habe mit so komplett nicht rasierten Beinen, dachte ich auch, wow, krass. Also ist natürlich irgendwie erstmal super ungewohnt. Und denke mir auch so, okay, echt strange. Ich finde es ja immer ein bisschen komisch, wenn die Mädchen untenrum ganz nackig sind. Ich meine, die Jungs sind ja auch ganz nackig untenrum. Das ist ja, wie wenn sie nie erwachsen wären. Ja, hallo, ich bin eine Frau und kein Mädchen. Sexueller Virginisierung oder sowas passiert. Also dass Schambehaarung weg soll, um vielleicht auch Jugend zu signalisieren oder ja, also Jungfräulichkeit oder weiß ich nicht, also sowas in die Richtung. Das finde ich eigentlich unangenehm, weil dem Mann wird Männlichkeit über Haar zugesprochen. Zwar momentan auch nicht unbedingt über Schamhaar, aber in jedem Fall eine sehr hohe Toleranz von Bartbewuchs, also auch am Hals und dann Brust. Und Frauen wird es eigentlich abtrainiert, darüber überhaupt frei entscheiden zu wollen. Oh, die Männer wollen ein bisschen männlich aussehen, wie ein kleiner Bär. Das ist kuschelig, aber es ist sehr tierisch. Und wir wollen uns ja davon distanzieren. Einen hohen Grad oder ein hohes Niveau von Zivilität. Und das wird, glaube ich, seit der Antike schon mit Enthaarung verbunden, als Gegenmodell von tierisch oder bestisch oder bestialisch oder sowas. Und ich glaube, dass das deshalb für Frauen auch noch stärker gilt, weil sie sollen Schönheit und vielleicht auch
mit ihren Körpern die Höchstform von menschlicher Ästhetik oder so. Für irgendwas muss es ja auch schließlich gut sein. Und es wächst. Wächst ja nicht umsonst beim Menschen. Schambehaarung, also Achselhaare und überhaupt Intimbereich, das sind Geruchsträger für Pheromone und Schweiß und alles Mögliche, wie wir halt als Mensch riechen. Und ich glaube, das verdammen wir ja. Und Männern wurde tierischer Geruch wesentlich länger zugestanden als Frauen. Oh, dann brauchen sie sich untenrum eigentlich auch nicht zu rasieren. Wenn sie alles andere stehen lassen. Hier der Haare, da der Haare, womöglich noch. Und ne, das sieht doch dann aber auch komisch, ja? Ja, das sag ich aber, weil Männer macht man sich da keinen Kopf drüber. Ja, also ich fände es eher komisch, wenn man zum Beispiel rasierte Beine hätte. Also auch für Männer finde ich. Weil ich finde auch Männer mit Achselhaaren eklig. Richtig. Oder Brusthaar ist auch eklig. Ja. Damals habe ich mich rasiert. Mittlerweile tue ich das nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so extrem, also Kahlschlag. Sondern, wie gesagt, solange es gepflegt ist, dann ist alles gut. Super. Also vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen hochgegriffen, aber so gerade, ich glaube schon, dass es auch mit dem Bildungsgrad irgendwie zu tun hat. Ich habe schon das Gefühl, dass viele Studis halt eher Alternative sind, zumindest hier in Weimar. Dass man dann halt schon irgendwann sagt, so ja gut, das ist jetzt vielleicht, ne, das wird da irgendwie propagiert, aber finden wir das geil? Nein, ja, dann lassen wir das halt so. Und wenn man halt, in nicht so alternativen Kreisen unterwegs ist und sich eher an dem, ich sage jetzt mal, Modetrend orientiert, dann würde ich behaupten, dass es halt, ja, dass es immer nach der Mode geht und gerade ist es halt irgendwie so das Ding, dass sich die Leute dann quasi alles wegrasieren oder wegrasieren lassen. Ey, da habe ich letztens in der Zeitung irgendwas gesehen. Da haben sie wieder die neuesten Trends hier, ne, wie du hier deine Intimrasur machen kannst. Und was hast du machen lassen? Gott. Ich denke, das werden wieder, sie lassen sich dann wieder wachsen. Alles ist wieder so ein bisschen natürlicher. Der Trend geht schon dahin, dass es weniger Körperbehaarung gibt, bei den Frauen zumindest. Dass es bei den Frauen am besten keine Haare vom Hals abwärts gibt, so am Körper. Beide habe ich den Trend beobachtet, dass doch mehr Frauen wieder zur Körperbehaarung tendieren. Es gab aber auch schon mal eine Mode, da hatten die gar keine Augenbrauen, da haben die sich sämtliche Augenbrauen wegrasiert. Das war auch schon mal Mode. Die Mona Lisa und so, die haben keine Augenbrauen normalerweise. Ja klar, glaube ich, dass der Trend gegen haarlos geht. Guck mal mich an. Und ich sage immer, ich bin in der Evolution einen Schritt weiter und das ist die Evolution. Und in 20, 30 Jahren laufen wir alle haarlos rum. Das ist meine Theorie und ich bin da einfach schon mal ein Vorreiter, Trendsetter.